Hier sind wir angekommen im Paradies. Steinparadies. Guck dir mal diese geile Steinbruch an hier. Diese geile Bude. Läuft perfekt. Schwerkraft funktioniert. Das Wasser spritzt oben raus. Auch an den Bananen. Jawohl. Wer bist du? Der Gummi. Ich habe mir meine Steine vorbereitet, Schnur gespannt. Habe jetzt 3 cm Abstand gemacht. Ein 30 cm Tritt, das reicht vollkommen. Jo Freunde, willkommen zurück auf ein neues Video. Mein Name ist Rico. Willkommen auf unserem Kanal. Thema, was ist die Woche Thema? Bewässerung fertig machen. Ist schon fertig, zeige ich euch nachher. Und Terrasse, dass endlich der Sitzplatz fertig ist und wir endlich da sitzen können und endlich grillen können. Das ist der Plan, Leute. Bleibt dran. Hallo liebe Leute, willkommen zurück auf unserem Kanal. Guck dir mal diese schöne Pflanze an daneben. Hä? Selbst gezogen und ist schon fast so groß wie meine Frau. Mal gucken, was da für eine Farbe ist. Was sagt ihr? Weiß, gelb oder rosa? Ja, schauen wir mal, wa? Ja, letzte Seite meine Blume ist ja alles weiß. Immer weiß, ne? Ich weiß nicht warum. Schauen wir mal, was da rauskommt. Jetzt haben wir mal die kleinen Schläuche, die 16 mm Durchmesser, mal ausgebreitet auf die Länge. So dass wir die jetzt in der Sonne ein bisschen aufweichen lassen und dann bleiben sie eben gerade so steif liegen, wie sie jetzt liegen, und rollen sie nicht eben wieder auf, so wie die hier. Ja, weil die sind ja so gebunden in Kreisform, sage ich mal. Und dann kann man die schön ausdehnen so und rollen sie nachher nicht mehr zusammen und macht es uns beim Verlegen nachher einfacher. Ja, jetzt zeige ich euch mal so ein Abgangsstück, eben um vom 32er Rohr auf 16er Rohr zu gehen. Da wird eben so ein Abzweig, sage ich mal, installiert. Der wird nur ans Rohr geschraubt über die Schrauben, über die zwei. Dann kann man eben, zeige ich euch mal, wie es innen aussieht. Da ist eine Dichtung bei. Die sieht dann so aus. Die wird einfach da reingepresst. So. Und dann wird es ans Rohr angelegt und dann festgeschraubt. Und da ist nachher der Abgang. So sieht es dann eben vorher aus. Ne? Da ist das Rohr. Und da liegt eben ringsrum nachher die Dichtung und da bohrt man das Loch rein. Ja, jetzt wollen wir mit der Endmuffe oder Endkappe das Rohr hier unten hinten zumachen. So, Kappe drauf, dicht ist das Ding. So, wie man sieht, sind wir jetzt 8-mal abgegangen vom Hauptrohr. Mehr können wir leider nicht, weil eben diese Stücken da werden erst im August nachgeliefert, haben wir jetzt bestellt. Aber so viel konnten wir jetzt mal machen. Da am Ende von dem 16er haben wir einfach einen Kabelbinder genommen, umgeknickt, ran gemacht. Da muss man nicht extra eine Endkappe kaufen, das benötigt man nicht. Das ist auch eine gute Möglichkeit. Na, das sieht doch schon mal richtig gut aus. Wir sind begeistert. Wie vom Profi verlegt. So, jetzt machen wir die Düsen ran. Das sind so eine Tropfendüsen. Dafür hat man eben so einen Stecher. Mit dem kann man nachher da ins Rohr reinstechen und die Düsen einfach reinsetzen. Das war's schon. An der Bananenstaude setzen wir jetzt jeweils 2 Düsen. So, eben. Man nimmt den Stecher, schraubt den wie eine Schraube rein mit ein bisschen Druck. Da es jetzt so warm ist, ist das Rohr schon ein bisschen weich. Das ist natürlich besser, wenn es ein bisschen kälter ist. Dann ist es leichter zum Stechen. So, das war's. Da ist so ein Loch drin. Dann nimmt man nicht eine Düse, guckt welche Seite, das ist die untere Seite. Steckt die einfach rein mit ein bisschen Druck. Man merkt es dann, klack. Und dann, ja, die Noppen müssen am Schlauch langlaufen. Das war's schon. So sieht es denn aus, Freunde. Da haben wir 2 gesetzt an den Bananen und hier immer in Abstand von 25 cm. Eine Düse neben der anderen. Ja, haben wir noch ein bisschen vor uns. Sind so einige Löcher, die man stechen muss jetzt. So, haben wir mal einen Test gemacht, mal oben aufgemacht und das läuft perfekt. Schwerkraft funktioniert, das Wasser spritzt oben raus, auch an den Bananen. Jawohl, so muss es doch sein. Schön. Das macht Freude. Alles nur mit Schwerkraft. Wasser der Levada. Das macht wirklich Freude, das muss ich sagen. Jo. Gehen wir ein bisschen dichter ran. Da sieht man es mal, wie das alles raustropft überall. Und die Erde schön einnetzt.
Ja, das gefällt mir sehr gut. Bin sehr zufrieden. Auch bei der Banane, dass wir da 2 gemacht haben. Ja, das gibt eben noch ein bisschen noch Plastik hier vom Sack. Gibt noch ein bisschen mehr Wasser, weil die Bananen bestehen aus 80% Wasser. Die brauchen Unmengen an Wasser. Darum ist es immer besser, wenn man da gleich 2 Düsen bei denen macht. Das sieht wirklich gut aus. Hier sind wir angekommen im Paradies. Steinparadies. Guckt dir mal diese geile Steinbruch an hier. Diese geile Bude. Ein Paradies für alle Handwerker, Pflasterer. Ja, alle Typen. Geil. Schön die Platten an hier, so perfekt geschnitten hier alles hier. Guck mal hier an, wie schön die Steine sind hier. Schöne Ware, Leute. Heiße Ware hier. Hier kam jetzt ein Ding hier drauf. Habe ich mir meine Steine vorbereitet, Schnur gespannt. Habe jetzt 3 cm Abstand gemacht, ein 30 cm Tritt, das reicht vollkommen. Da als Steine haben wir eben, wie ihr schon gesehen habt, da im Steinbruch die kleinen, haben uns für die kleinen entschieden, 6er. Ja, und bis da, jetzt habe ich ein bisschen Zement, ein bisschen Sand, Schubkarre, wollen wir anmischen, wa? So, Beton ist angemischt. Wollen wir mal verteilen und dann die Platten noch setzen, aber die Bordsteine, sag ich mal, die Randsteine. Denn eben kam mal eine Frage, was vermisse ich am meisten, zum Beispiel an Deutschland oder seitdem ich jetzt hier wohne. Da gibt eine klare Ansage, Döner. Einen richtig geilen, leckeren Döner. Also das ist schon noch so was mir ein bisschen fehlt hier, sag ich mal. Es gibt zwar einen da im Madeira Shopping, so ein Dönerladen. Ja, Dönerladen. Sieht aus wie ein Döner, aber ist meilenweit entfernt von dem Geschmack, so wie man es eigentlich kennt, sag ich mal. Meine Meinung, ich bin halt ein riesen Döner-Fan, zum Beispiel. Ich muss hier so einen komischen Hammer nehmen hier, weil ich finde meinen Setzhammer gerade nicht. Der liegt noch wahrscheinlich in den Umzugskisten oben da auf dem Dachboden irgendwo und habe jetzt keine Lust da den rauszukramen. Nehme ich jetzt erstmal den. Ist nicht der richtige Hammer dafür, weiß ich selbst. Aber ja, aber jetzt keinen Bock das rauszusuchen. Ja, währenddessen ich hier sitze und die Treppe baue, läuft die Levada hier lang. So praktisch, muss ich sagen, und füllt die Tanks. Ganz geil. Da sieht man mal noch von gestern Abend. Da haben wir die Bewässerung aufgemacht. Und ist alles wirklich wunderschön feucht. Und die Tanks, ich weiß nicht, ob man das sieht von hier oben, sind schon wieder voll, beide. Da sieht man die Linie ein bisschen. Ja, doch, man sieht's. Das ist doch eine geile Technik. Also da muss ich sagen, das gefällt mir wirklich sehr gut. So, da haben wir die Steine vom Steinbruch, die wir jetzt mal geholt haben, die ich euch gezeigt habe. Und die werden jetzt hier eben so schön da in Beton gesetzt und verfugt. Und das ist dann die erste Stufe. Ja, da mache ich mich jetzt ran. So, zur Vorbereitung. Eben, Gefälle macht man immer so eine Viertelblase, da sieht man es. So ungefähr 1 Zentimeter. Und das ist eben, dass das Wasser nachher schön runterlaufen kann, weil das wird ja nachher verfugt. Ja, dann setzt man sich eben so 4 Steine, damit man den Abstand ungefähr sieht. Richtet die ein bisschen aus, so genau. Und dann spart man sich eine Schnur nachher hier lang, aber macht jeder anders. Und dann zieht man die Reihe durch, dann zieht man die nächste durch und so weiter und so fort. Und das mache ich jetzt auch. Ich muss wieder ein bisschen Beton anmischen und dann können wir weitermachen. Zwischenbericht. Ich bin immer noch dran hier am Kleinpflaster pflastern. Meine Frau macht hinten so
den Steingarten weiter. An der Mauer will sie da unten ein paar Steine verlegen und dann nachher da Rosen reinpflanzen. Hier will sie so die Steine an der Kante verteilen, so. Ne? Ja. Und dann da rein ein bisschen mit Erde auffüllen. Und dann wird da wie eine Art Hecke gepflanzt aus Rosen und verschiedenen Pflanzen, die da an den Steinen ja gut gedeihen. Wie Lavendel-Beispiel. genau, wie Lavendel zum Beispiel. Und so weiter. Aber dann lassen wir uns daher inspirieren. Schauen wir mal, das ist ihr Projekt. Hey, komm Willi! Sag hoi! Oh. Gut. So sieht es bei mir aus. Mühsam ernährtes Eichhörnchen, hä? Da sieht man es mal ein bisschen. Ich mache jetzt ohne Schnur, weil das ja für mich ist, ja für den Kunden. Von daher passt so. Bin ganz zufrieden. So. Was läuft denn hier? Pause Wirtschaft. Was? Pausen sind gewerkschaftlich? Ja, Von wem hat das denn? Wer hat das denn gesagt? wir haben schon lange keine Pause gemacht und ich schwitze schon. Richtig. Ah, okay. Und der auch hier? Ja, Oder will er nur wieder von deinem Joghurt was abhaben? der knickt ein bisschen hier. Ah ja. Ja. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn einem das Material ausgeht. Keine Steine mehr. Ah, ich kotz ab, du. Das Problem ist eben, ich habe mal angerufen da und die haben keine Steine mehr. Die kommen erst im August. Also, das ist eben der Nachteil auf so einer Insel. Man muss ewig warten auf das Material. Aber ja. Was willst du machen? Willst du erstmal so lange was anderes machen? Am besten Sand bestellen und so weiter und so fort, dass wir mal hier den Boden ausgleichen können und nachher schon Platten legen. Die habe ich schon mal reserviert, dass die nicht gleich weg sind. Ja, dann zeige ich euch mal das Ergebnis für heute und dann reicht es auch. Zweite Stufe ist somit jetzt fast fertig. Jetzt werde ich noch oben da den Stein raufkleben. Aber ich bin soweit ganz zufrieden. Ungefähr eine Stunde, 1,5 Stunden gebraucht jetzt dafür mit Vorbereitung. Dafür lässt sich sehen. Verfugt wird morgen. So, zweite Etage habe ich raufgeklebt. Und dann sieht man mal die Treppe, die geht bis da. Von den portugiesischen Pflastersteinen habe ich noch welche, aber da habe ich jetzt die Grenze gemacht. Da ist nachher Feierabend. Genau, weil, ja, ist jetzt schwer zu erklären. Man sieht es nachher. Da kommt nachher so eine schöne Sitzecke rein an der Stelle hier. Und dann wird da hochgemauert und dann ist es ja ein bisschen so gemütlich. Also ist immer schwer zu erklären. Ich habe da schon alles im Kopf. Wenn es soweit ist, zeige ich euch und dann sage ich euch, wisst ihr noch in dem Video, da habe ich es gesagt. Ja, bin zufrieden. So Freunde, dann hoffe ich, dass das Video euch gefallen hat. Dann freue ich mich über ein Like und ein Abo. Und dann schaut da am Samstag wieder rein, wenn es wieder heißt Wanderung, Levada und nächsten Mittwoch Garten. Hä? Hinter mir steht schon wieder eine Banane, hat der Nachbar schon wieder vorbeigebracht. Ja, weil Bananen wachsen wie Unkraut, ne? Und dann kann man die natürlich immer wieder die neuen Ausläufer abschneiden oder ausgraben, besser gesagt, und dann verschenken. Und ja, ich bin auch durch hier, habe jetzt das Auto noch poliert, sieht alles ganz geil wieder aus. Aber das habe ich jetzt nicht ins Video eingenommen, sonst wäre es zu lang. Also Leute, ich danke euch. Und hier sind wieder noch andere Videos. Da ist eins, da ist eins. Da könnt ihr gerne wieder reinschalten und bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute. 11-11, it's time for progression. Could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try the chains, you can say no, free me.